Du möchtest auch ein mächtiger AoE-Ranger werden? Dann solltest du diesen Guide hier schauen. Bevor wir anfangen, noch ein paar Hinweise. Wie immer, meine Guides sind eher auf Free-to-Play-Spieler gerichtet. Das heißt, wir gehen davon aus, ihr habt keinen Zugang zu allen Power-Ups oder keinen Zugang zu Power-Ups überhaupt. Wir gehen immer von eher niedrigen Upgrades aus oder von den Mindest-Upgrades, die man haben sollte. Wenn es aber schlechter ist, ist auch nicht so schlimm. Besser ist immer gut. Und natürlich gehen wir auch davon aus, dass ihr nicht von einem extremen High-Level-AM supported werdet. Das heißt, mit Level 60 20er Buffs habt und sonst solche Sachen. Außerdem solltet ihr bereits Level 60 Akrobat sein. Denn wir werden jetzt nur über Ranger reden. Das heißt, wenn ihr bei Akrobat noch Hilfe braucht, schaut auf jeden Fall bei den Akrobat-Guides, Links in der Beschreibung, vorbei. Und ansonsten ist ein wichtiger Hinweis noch, Face-Tank AOE funktioniert grundsätzlich eigentlich immer nur, wenn man gehealt wird, beziehungsweise funktioniert es nur dann wirklich gut. Wenn ihr keine M habt, der euch healt, also ob ihr selber das seid oder ein anderer Spieler, ist egal. Aber wenn euch kein Ringmaster healt, dann ist es wesentlich schwieriger, wirklich AOE Ranger zu spielen, denn er ist ein bisschen auf Heal angewiesen, wie alle AOE-Klassen eigentlich. Stattung ist eigentlich ziemlich simpel, also ihr habt die Möglichkeit, entweder Full Dex zu gehen, was natürlich euren Schaden maximiert, und dafür sorgt, dass ihr schon relativ schnell eine hohe Blockrate und Ausweichrate habt. Allerdings kann es natürlich sein, dass ihr, wenn ihr jetzt nicht so gutes Equipment habt, hier und da vielleicht mal Probleme bekommt, beziehungsweise nicht ganz so viele Monster tanken könnt. Also vor allem im Low-Level wirkt sich STA, denke ich, noch wesentlich krasser aus als im High-Level, wenn man dann maximale Blockrate hat. Also bis zu 50 STA kann man schon statten, mehr würde ich aber ehrlich gesagt nicht machen. Dann die Skills sind eigentlich wie immer bei Ranger, das sind mehr oder weniger immer die gleichen, die man braucht. Also ihr braucht natürlich Bow Mastery auf Max, dann Arrow Rain von der unteren Spalte hier, die anderen nur so hoch skillen, wie ihr sie skillen müsst, als Bedingung für die nächsten Skills. Fast Walker ist zum Pullen auf jeden Fall nice, braucht man jetzt nicht ganz so dringend wie bei Hit and Run Ranger, aber zum Pullen auf jeden Fall cool und wichtig oder sehr gut auf jeden Fall. Dark Illo braucht ihr grundsätzlich nicht und Perfect Block natürlich super gut, vor allem am Anfang, wenn ihr, wie gesagt, mit maximaler Blockrate noch struggelt, dann ist hier natürlich Perfect Block auch sehr wichtig. Und dann bei Ranger, da hat man jetzt ein bisschen eine Auswahlmöglichkeit, also das Gameplay bzw. die Skill-Reihenfolge besprechen wir sowieso noch später, aber ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Auswahlmöglichkeit, also ihr habt ja verschiedene AOE-Skills, Arrow Rain haben wir ja gerade schon gesagt, also ich denke, Flame Arrow ist ein No-Brainer, da braucht man gleich nicht drüber diskutieren. Ice Arrow braucht jetzt als Face-Tank Ranger oder als Ranger, der quasi nicht Hit and Run macht, AOE Ranger, der nicht Hit and Run macht, grundsätzlich eigentlich nicht zwingend oder zumindest nicht so dringend wie ein Hit and Run Ranger, der ihn wirklich in seine Rotation einbauen muss, weil sonst funktioniert Hit and Run Ranger ja gar nicht richtig. Also ja, ich würde ihn auf jeden Fall skillen, ob ihr ihn dann benutzt oder nicht, das ist dann eure Entscheidung im Endeffekt. Fast Shot braucht ihr theoretisch nicht unbedingt, aber wenn ihr beim Pullen den Monstern, dadurch, dass ihr immer crittet, weil am Anfang hat Ranger ja auch noch nicht 100% Crit-Rate, ein bisschen mehr Schaden macht, ist das auch grundsätzlich nicht schlecht, aber braucht ihr jetzt theoretisch nicht zwingend. Piercing Arrow ist auch wieder wie Ice Arrow wahlweise. Zwischen den beiden könnt ihr im Endeffekt letztendlich wählen. Also würde ich auch erstmal skillen auf jeden Fall und ausprobieren, was euch besser gefällt. Nature ist sehr wichtig, den braucht ihr auf jeden Fall. Bogenreichweite erhöht sich, damit könnt ihr früher Monster angreifen, was eure insgesamte Pull-Geschwindigkeit erhöhen sollte. Silent Arrow und Triple Shot braucht ihr beide grundsätzlich nicht. Und Bum Bum braucht ihr eigentlich auch nicht zwingend. Wenn ihr sowieso den Damage von den Monstern tanken könnt, dann theoretisch habt ihr dafür eigentlich auch keine Verwendung. Aber ich würde ihn auf jeden Fall skillen und in heiklen Situationen, wenn zum Beispiel der RM angegriffen werden sollte oder sonst was, kann man das auf jeden Fall als eher defensiver Skill sozusagen auch benutzen. Aber rein wegen dem Schaden würde man es jetzt auf jeden Fall eher nicht benutzen. Cloak ist auch relativ simpel. Also wenn ihr Full Dex seid, vor allem erzähle ich euch jetzt oder empfehle ich euch jetzt natürlich eher wieder die defensive Variante. Also hier würde ich im Low-Level tatsächlich eher den 8 STA Cloak nehmen und später dann vielleicht den 8 Dex Cloak. Könnt ihr im Endeffekt euch selber überlegen, 8 Dex, 8 STA plus minus, macht keinen riesigen Unterschied. Also ja, auch wieder eure freie Wahl im Endeffekt. Aber im Low-Level eher STA, im High-Level wahrscheinlich dann eher Dex. Dann als Pet ist es natürlich ein absoluter No-Brainer, ein HP-Pet zu nehmen. Theoretisch könntet ihr auch einen Hasen oder einen Drache nehmen für mehr Damage, würde ich euch aber wirklich dringend von abraten, weil die geben nicht viel Damage und HP ist einfach ein wichtiger Wert, den ihr definitiv braucht. Und vor allem, wenn ihr auf das Full-Damage-Bild geht, dann braucht ihr einfach das Pet, um ein bisschen extra HP zu bekommen, weil ansonsten ist es eher schwieriger. Und entsprechend würde ich euch stark dazu raten. Und vor allem, das werde ich jetzt in letzter Zeit auch öfter gefragt, ob sich das schon im Low-Level lohnt. Ja, also selbst wenn ihr nur ein Pet F-Klasse habt, das wirklich nur 90 HP gibt, egal, es sind 90 HP mehr und kann theoretisch, ich meine, es macht jetzt nicht einen Unterschied, ob ihr 20 Mobs tankt oder 30 Mobs tankt,
so viel bringt es natürlich nicht. Aber es kann einfach schon einen Unterschied machen, auch im Low-Level. Also nehmt es auf jeden Fall. Und ja, ich meine, F-Pad ist wirklich nur Level 1, bringt es natürlich wirklich nicht viel. Aber es gibt schon wirklich, in Anführungszeichen, schlecht gelevelte Pads für gutes Geld, die trotzdem 500, 600 oder sogar 1000 HP geben, die wirklich nicht viel Geld kosten. Ja, also eigentlich fehlgeschlagene Pads, kann man fast sagen. Die sind günstig und die solltet ihr euch schnell holen, weil die wirklich einen großen Unterschied machen können. Dann zum Schmuck. Auch hier wieder, wir gehen jetzt vom Full-Dex-Bild aus, deswegen ja auch der 8 STA-Cloak. Und beim Schmuck würde ich hier auch gucken, 2 Stamps plus 7. Alternativ, wenn ihr sagt, brauche ich nicht, ich habe genug HP, ich überlebe schon, dann natürlich Dexion einfach, also Dex-Ringe. Und Ohrringe ist, würde ich sagen, eigentlich zwingend. Also ich denke, das ist kaum verhandelbar, vor allem im Low-Level nicht. Erstmal mit Penseros plus 1 starten. Die verringern den Schaden, den ihr bekommt, gewaltig. Also es macht wirklich einen großen Unterschied, Pensero oder nicht. Also es macht viel mehr Unterschied als zum Beispiel 20 STA-Staten oder so. Also 2 Penseros machen euch gefühlt richtig tanky und würde ich euch auf jeden Fall dringend empfehlen. Und Necklace würde ich eher zu HP-Necklace greifen als zu MP-Necklace, weil ihr wahrscheinlich eher HP-Probleme haben werdet als MP-Probleme, beziehungsweise die HP-Probleme sind wichtiger als die MP-Probleme. Dann kommen wir auch schon zur Waffe. Also grundsätzlich, alles erhöht eigentlich euren Schaden, also Plus machen, Dex zusätzlich auf der Waffe, Element nicht, beziehungsweise Feuer plus 1 reicht, um den Schaden von Flame Arrow zu erhöhen. Der Schaden von Arrow Rain, Ice Arrow, Poison Arrow, Boom Burst kann nicht erhöht werden, nur Flame Arrow kann man mit Element erhöhen und wie gesagt, plus 1 reicht. Entsprechend würde ich euch auch Skill-Erweckung empfehlen, Flame Arrow. Allerdings, wenn ihr wirklich Face tankt, also nicht Hit and Run spielt, dann ist Arrow Rain auch ziemlich gut. Also Flame Arrow wäre meine erste Wahl. Was Skill Damage angeht, das sieht man eigentlich auch am öftesten auf Bögen. Und Arrow Rain wäre tatsächlich meine zweite Wahl. Genau. Und ansonsten, Sockel könnt ihr euch entscheiden. Also im Low-Level würde ich jetzt eher nicht sockeln, das sage ich eigentlich auch immer. Aber wenn ihr mal sockelt, dann habt ihr ja die Wahl entweder zwischen STA logischerweise, also mehr HP, oder Dex oder Volt-Karten. Bei Dex oder Volt-Karten würde ich persönlich einfach darauf gucken, was ist günstiger, was ist preiswerter. Dex-Karten sollten eigentlich ziemlich günstig sein. Wenn ihr aber seht, okay, sie kosten nicht wirklich viel weniger als Volt-Karten und ihr denkt, Volt gibt euch mehr Damage, also Volt sollte wahrscheinlich auch mehr Damage geben, weil Dex nicht so gut verrechnet wird, ja, dann nehmt Volt-Karten. Aber da würde ich wirklich gucken, was einfach deutlich günstiger ist. Und ich denke, die Dex-Karten sollten in der Regel günstiger sein. Also würde ich eher zu den Dex-Karten greifen. Falls ihr überhaupt auf Damage geht, STA, wie gesagt, auch eine Option. Zu den Buffs, die ihr braucht, also ist eigentlich sehr simpel, genau wie bei, mehr oder weniger fast genau wie bei Hit and Run Ranges, nur ein bisschen umgedreht. Also Mantis Sign auf jeden Fall Max machen und immer, bevor ihr euren Main-Character bufft, immer euren Ringmaster zweimal Mantis Sign buffen. Sorgt einfach dafür, dass euch die Int, die ihr durch den ersten Buff bekommt, auf den zweiten auch noch angerechnet werden. Ihr müsst es nicht verstehen, falls ihr es nicht versteht, macht's einfach. Glaubt mir einfach, es ist besser. Und genau. Dann Quickstep ist natürlich wichtig beim Pullen. Also es ist nicht lebenswichtig, also müsst ihr jetzt nicht unbedingt als erstes maxen, würde ich auch nicht, aber ich sag's nur, ist auf jeden Fall gut. Schnellere Pullgeschwindigkeit. Wichtig sind vor allem Heap Up, Patience und Cat's Reflex logischerweise. Weil ihr müsst ja die Monster wirklich tanken, das heißt, ihr müsst überleben. Das heißt, die 3 Buffs, die euch wirklich mehr tanky machen, die solltet ihr priorisieren. Was ihr danach machen solltet, ist Cannonball und Haste Quickstep, wie gesagt. Also die 3 sind so ein bisschen untergeordnet. Ihr müsst ja sowieso ein bisschen leveln, davon mal abgesehen, um die anderen überhaupt skillen zu können. Aber ja, Cannonball würde ich hier ganz hinten anstellen. Ich würde sogar eher Quickstep, Haste und dann Cannonball machen. Außer ihr habt natürlich schon 100% Textspeed, dann ist Haste irrelevant. Beef Up bringt euch ein kleines bisschen Schaden, also würde ich auf jeden Fall auch buffen, aber es macht kaum einen Unterschied. Accuracy braucht ihr theoretisch eigentlich gar nicht. Und ja, dann natürlich Protect, auch wichtig als Face Tank. Spiritual Fortune und natürlich GT, aber die AM-Buffs sind ja eigentlich selbst erklärend, dass man die bufft. Dann zu den Set-Upgrades, bevor wir zu den Sets marschieren. Da ist es eigentlich auch relativ gleich wie immer. Im Low-Level plus 5, plus 6 Upgrades reichen erstmal. Ihr könnt euch eh nichts Höheres leisten und ganz ehrlich, es lohnt sich auch nicht wirklich, vor allem bei Ranger. Dadurch, dass man schon eine sehr gute Blockrate hat, ist das Blocken zum Beispiel kein großes Argument. Man sieht es jetzt hier. Das Set ignorieren, by the way, es geht jetzt nur um die Upgrades, das sind hier in der oberen Hälfte von dem beim weißen Text, im Endeffekt nicht beim gelben Text. Und da sehen wir, ich habe jetzt ein Set plus 8 hier, vollständig plus 8 und es gibt uns gerade mal 10% Blockrate und 10% HP-Rate, alle Statuswerte plus 6. Also aus einer reinen tanky-Version, Perspektive sind das jetzt die Werte, die uns interessieren. Klar ist Blocken nicht schlecht, vor allem solange man noch nicht maximale Blockrate erreicht hat, was auch wirklich sehr lange dauert. Ja, das ist nicht schlecht, aber es macht jetzt nicht einen welten Unterschied und selbst plus 10% HP-Rate, ganz ehrlich, macht jetzt auch keinen gigantischen Unterschied, muss man wirklich sagen. Das heißt, ja, also würde ich auch erstmal
mich mit plus 5, plus 6 zufrieden geben. Wenn ihr das nötige Geld habt, um euch ein Set zu kaufen, by the way, upgraden würde ich euch nicht empfehlen. Also ich würde euch empfehlen, euer Equipment immer zu kaufen. Dann natürlich plus 8 gerne. Also wenn ihr ein Okas-Set zum Beispiel plus 8 findet oder so mit 4 Socken, kauft euch das natürlich. Aber wenn ihr das Geld noch nicht habt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr nur ein plus 5, plus 6 Okas-Set habt oder plus 5, plus 6 Clockwork-Set etc. Und erstmal auch nur mit 2 oder 3 Socken, das reicht. Aber später dann so 100 plus in dem Bereich, also Asria, Darkon 3 Wüste und so, da wäre es dann schon nicht schlecht, wenn wir trotzdem noch ein bisschen HP-Rate und so durch das Set bekommen. Also plus 8 und so weiter. Genau, das habe ich schon gesagt, 2 oder 3 Sockel im Low-Level. Wie gesagt, so ab Level 100, spätestens ab 120 definitiv 4 Sockel und Minimum plus 8. Sockel selbst, da könnt ihr auch wieder wählen zwischen ATK und HP. Also HP-Sockel sind es bei Ranger eigentlich eher ungewöhnlich. Normalerweise nimmt man die ATK-Sockel. Aber solltet ihr mal absolut strugglen und ihr könnt nicht mehr weiterspielen, gefühlt ohne HP-Sockel, dann zur Not kann man auch das machen. Aber da würde ich dann tatsächlich eher STA statten, als HP zu sockeln. Die Sets selber sind dann eigentlich auch extrem simpel wieder. Wir fangen an mit den Clockwork-Sets, falls ihr die anderen Guides oder einen der anderen Guides gesehen habt mit einem Face-Tank AOE. Ist immer das gleiche, die geben extreme Verteidigungswerte, also erstens sehr gute wirkliche Verteidigungswerte und dann auch Verteidigungswerte gegen jedes Element. Außer Wind. Das heißt, gegen Windmonster muss man immer ein bisschen aufpassen. Also sollte man in sich immer im Gedächtnis behalten, oh, die Monster sind Wind, Vorsicht, Vorsicht, hier bin ich nicht mehr ganz so tanky. Ansonsten ist man damit ultra tanky. Und zusätzlich, by the way, nie vergessen, Element auf die Suit machen, also Element plus 5 oder 6 auf die Suit machen, erhöht auch nochmal eure Tankiness, auch mit dem CW-Set. Also auch das kann nochmal einen entscheidenden Unterschied machen, falls ihr mal irgendwo strugglen solltet. Genau. Ansonsten gibt uns das Rorien-Set Attack Speed, Crit Rate, Crit Damage. Das ist für uns als AOE ziemlich uninteressant. Das bringt uns natürlich nicht so viel, aber man nimmt es mit. Ja, also schlecht ist es natürlich nicht. Und dann ist halt die Sache so, das Okas-Set macht dann halt mehr Damage, aber wir selber sind nicht mehr so tanky. Also bei Windmonstern macht das keinen großen Unterschied. Aber bei allen anderen Monstern haben wir halt mit dem CW-Set immer den Tank-Vorteil. Meine Empfehlung wäre, ihr holt euch dann ein Okas-Set. Wie gesagt, wie viel es geupgradet ist, abhängig von eurem Budget. Und probiert einfach mit dem Okas-Set zu AOEen und soll das nicht funktionieren, auch dort mit Element auf der Suit natürlich, dann einfach weiter mit dem CW-Set spielen. Also grundsätzlich wollt ihr eigentlich das Okas-Set, vor allem deswegen Skill Damage plus 10%. Tankmäßig ist es nicht so gut, weil es von Verteidigungswerten jetzt nicht sehr viel besser ist und außerdem gibt es hier Dex plus 10, HP plus 15. Das heißt jetzt auch nicht so ein riesiger Unterschied, vor allem wenn man nicht ultra viel HP hat, beziehungsweise STA, wirken sich diese 15% HP jetzt nicht gigantisch aus. Und ja, wie gesagt, man will es eigentlich wirklich wegen dem Damage einfach haben, aber solltet ihr dann nicht mehr wirklich AOEen können, dann macht mit dem CW-Set erstmal weiter. Das 105er-Set ist dann ganz interessant, weil das ist halt wieder dieses reine Tank-Set, wie bei jeder Klasse leider. Auch total unnötig, dass es hier Attack-Speed gibt eigentlich, weil die meisten Ranger statten so viel Dex, also selbst wenn du 50-50 machen würdest, 50 Dex, 50 SDA oder so, selbst dann hättest du 100% Attack-Speed, also es macht irgendwie einfach überhaupt keinen Sinn, dieser Wert hier. Aber egal, ist halt so, ja. Also das Set, sage ich mal, kann man in der Wüste vielleicht tatsächlich gebrauchen. Die Darkon 3 Wüste, wenn man dort face-tankt, die Monster hauen echt rein. Vor allem die Burnikies und die Mushrooms. Und ja, da ist es natürlich wieder so eine Sache, ne? Muss man halt ausprobieren. Klappt es mit dem Okas-Set? Wenn nicht, dann Race. Falls ihr noch das CW-Set habt, aber das wird dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gut genug geupgradet sein, fürchte ich persönlich, weil die Monster sind dann schon weit über Level 100. Die Frage ist dann, ob das noch so einen großen Unterschied macht. Könnt ihr ausprobieren, wenn es nicht klappt, dann Race. Und Race sollte in der Regel klappen. Also ich bin mir ziemlich sicher, mit Level 105 habt ihr noch nicht den maximalen Blockrate-Wert. Also außer euer Set ist plus 10 dann vielleicht, aber ansonsten eher nicht. Und genau, da kann ich das Set halt hier noch die nötige Blockrate geben, nochmal 10%. Außerdem Crit Resist, HP-Rate, mehr Def. Also das ist dann schon insgesamt das bessere Tank-Set auf jeden Fall. Aber man neigt halt dazu, es eher zu skippen und es wirklich nur zu verwenden, wenn man es unbedingt braucht. Deswegen vorher mal probieren mit Okas, auch vielleicht keine riesigen AOEs machen. Wenn das klappt, dann könnt ihr auf Race verzichten. Wenn ihr es nicht hinbekommt mit dem, in Anführungszeichen, Damage Equipment, aka Okas, beziehungsweise dem Low-Level-Tank-Set, CW, dann müsst ihr halt auf Race wechseln, wenn es nicht anders geht. Worauf ihr auf jeden Fall wechseln müsst, ist auf 120 das Acer-Set. Das ist das Nonplusultra. Gibt euch PvE-Damage, also AOE-Damage. Es gibt euch Attack, was im Endeffekt auch einfach AOE-Damage ist. Gibt euch immer noch Blockrate, die ihr zu dem Zeitpunkt je nach Upgrades vermutlich nicht mehr zwingend braucht. Aber wie gesagt, je nachdem kann das auch noch nötig sein. Und natürlich gibt es euch 25% HP-Rate, was natürlich auch insane ist. Und wie gesagt, Damage Reduction gegen PvE und Damage
gegen PvE, also ist einfach ein Top-Set. Und das gleiche gibt es dann auf Level 150 nochmal. Hanira oder Hainuris Set ist im Endeffekt das gleiche, einfach nur mit noch besseren Werten. Das würde man dann halt später auf 150 bzw. ab 140 plus in Coral Island tragen und hat mehr oder weniger eigentlich die gleichen Werte, wie gesagt, einfach nur ein bisschen höher. Und dann zu den Bows, das geht eigentlich jetzt auch sehr einfach, sehr schnell. Wir wollen anfangen mit einem Guardian Bow, in dem Fall ist der Guardian Bow mehr oder weniger unabdingbar, also der ist wirklich so ein bisschen, ja, eigentlich schon zwingende Voraussetzung, er gibt uns halt 15% HP-Rate, was natürlich im Low-Level, wie schon gesagt, jetzt nicht den ultra krassen Unterschied macht, aber ist schon ziemlich gut und das Problem ist tatsächlich, dass es keinen weiteren Bow gibt, der uns irgendwie HP-Rate gibt. Also eine Alternative wäre theoretisch ab Level 70 der Iblis Bow, aber der ist halt immer recht teuer, außerdem gibt er uns gar keine defensive Werte und da wir ja schon Full Dex sind, plus der Bow of Iblis grundsätzlich auch dazu neigt, extrem teuer zu sein im Verhältnis, wäre hier die G-Bow-Variante einfach die etwas in Anführungszeichen sicherere, weniger Damage, aber eben die HP-Rate und außerdem, wie gesagt, schon ab Level 60 und deutlich günstiger als Bow of Iblis. Historic Bow, wie gesagt, der gibt halt nur Damage, 1v1 Damage, bringt uns nichts. Angel Bow will man dann haben, ist im Endeffekt wieder G-Bow, 20% HP-Rate und ein bisschen Dex, zum Glück keine Crit-Rate mehr. Und ab 105 würde ich dann tatsächlich den Mythic Silver Bow nehmen. Bei Angel Bow gibt uns halt wirklich nur 15 Dex und als Face Tank brauchen wir halt einfach defensive Werte. Und der Mythic Silver Bow ist schon extrem nice. Der gibt uns 20% HP, 15 SDA und 10% Blockrate auf 105, wie gesagt. Je nach Equipment. Normalerweise struggelt man dann noch mit der Blockrate. Das heißt, die können wir hier auf jeden Fall mitnehmen. Dann auf 120 nehmen wir den Bloody Obsidian Bow oder den Bloody Bow. Hier kommt es halt drauf an, ob ihr wirklich nur AOE Ranger seid oder ob ihr auch, Bosse töten wollt und sonst was. Eventuell habt ihr schon einen guten Bloody Bow und es funktioniert mit dem Bloody Bow zu AOEen. Grundsätzlich ist der gar nicht so schlecht, weil Crit Damage bringt euch natürlich gar nichts, aber Attack plus 10 bedeutet einfach nur Schaden und Steal HP kann euch tatsächlich dabei helfen, nicht tankier zu werden, nicht mehr auszuhalten, aber zusätzliche Heilung zum Heal vom Ringmaster bieten. Und es kann euch, vor allem weil ihr sehr viel Damage over Time habt, durch Flame Arrow und Arrow Rain, und Flame Arrow kann man ja mittlerweile stacken, also so schnell benutzen, dass das Flame Arrow sowieso niemals wieder aufhört, plus Arrow Rain, wie gesagt, habt ihr auch wirklich sehr viel Heilung dadurch. Also den kann man durchaus zum Face Tank AOEen benutzen, ist aber natürlich ein bisschen riskanter, sag ich mal, die defensivere Variante, also wesentlich besser, was jetzt die Tankiness angeht, wäre natürlich der Bloody Obsidian Bow hier mit 25% HP, 20 STA und verringerten Schaden im Endeffekt, einfach 8% weniger Schaden, was echt viel ist. Und das gleiche geht dann auf 150 im Endeffekt. Entweder man nimmt die Tank-Variante Luzakas Bow oder man nimmt halt den Bow of Hurnes. Hier hat man im Endeffekt das gleiche wie beim Bloody Bow. Das Einzige, was hier leider wegfällt, ist tatsächlich die Tatsache, dass er euch nicht mehr heilt. Allerdings hat der halt wieder diese Waterbomb oder Wasserbombe-Chance, zu Deutsch. Was im Endeffekt einfach bedeutet, er macht zusätzlich noch mehr AOE-Schaden. Also ihr habt einerseits die ATK und die Chance, dass zusätzliche AOE-Damage direkt durch den Bow getriggert wird, basierend auf euren Level im Endeffekt, auf euren maximal verstatteten Werten, die ihr habt, auf H. Also das hier wäre die Damage-Alternative und die Luzakas Bow wäre so das Klassische, was man nehmen würde, wenn man einfach halt, tanky sein will und so viele Monster wie möglich tanken will. Und genau. Und dann kommen wir auch schon zum Gameplay. Also, es ist eigentlich extrem simpel. Ihr pullt eure Mobs höchstwahrscheinlich hauptsächlich mit Auto-Attacks. Wenn mal Monster in größeren Gruppen stehen, kann man auch einen Skill casten. Allerdings greift Ranger grundsätzlich schon ziemlich schnell an mit 100% Attack Speed. Also ich persönlich bin mehr so der Auto-Attack-Puller bei Ranger, selbst wenn es jetzt mal große Gruppen sind. Gut, hier, wenn man jetzt mit einem Flame Arrow so 5, 6 Monster hittet, ja, dann lohnt es sich schon. Aber das ist wieder Geschmackssache. Genau, ich demonstriere das Ganze jetzt ohne Ringmaster, weil mein Ranger ist null gebaut für Face Tank. Und hier macht es sowieso keinen Sinn, weil die Monster nicht genug Schaden machen. Aber wenn ich es jetzt auf der Korallinsel demonstrieren würde, würde ich einfach nur sterben. Jedenfalls, so sieht das ungefähr aus. Also ihr seht schon, extrem oft wird hier gemisst, geparried und geblockt. Ja. Das ist genau das, was man sehen will beim High-Level Ranger. Vergleichsgegenstand ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der richtige mit den niedrigeren Monstern, aber so sieht das auch aus bei normal leveligen Monstern. Ja. Also man hat da wirklich bei Ranger immer einen sehr guten Grundverteidigungswert, in meinem Fall Full Dex und auch ohne jetzt irgendwelche zusätzlichen Werte. Und ja, eure genaue Rotation könnt ihr im Endeffekt selber entscheiden. Also ich persönlich würde mit Flame Arrow anfangen, weil der Cooldown recht kurz ist. Ich würde Flame Arrow into Arrow Rain und dann wieder Flame Arrow machen und dann kommt es halt drauf an. Okay, ich habe gerade zu früh gedrückt, ich habe mich schon gewundert. Dann kommt es halt drauf an,
was ihr eher benutzen wollt, Ice Arrow oder Piercing Arrow, wobei man da tatsächlich sagen muss, dass Piercing Arrow mehr Schaden macht als Ice Arrow. Einzige Problem ist, das hat man jetzt gerade ganz gut gesehen, das Monster, das ganz links stand, hat tatsächlich kein Damage bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Oder vielleicht doch? Also ich glaube, bei Piercing Arrow genau ist das Problem, wenn ein Monster komplett in der anderen Richtung steht. Genau, jetzt hat man es gerade sehr gut gesehen, dann bekommt es keinen Damage. Ja. Das ist bei Piercing Arrow tatsächlich ein bisschen ein Problem. Deswegen habe ich den Skill auch immer so ein bisschen gehatet, kann man fast sagen. Weil der Schaden wird quasi nicht rundherum berechnet, sondern in einer Linie. Und das heißt, Monster, die nicht in dieser Linie stehen, kriegen keinen Damage. Und das ist grundsätzlich eher schlecht. Deswegen war das, was ich am Anfang gesagt habe, ist wieder so ein bisschen Geschmackssache. Außerdem machen sie fast exakt gleich viel Schaden. Also Ice Arrow und Piercing Arrow machen fast identischen Schaden. Von dem her ist es halt wirklich so, dass man sagen kann, ja, man muss es selber wissen. Also wenn man alle Mobs in eine Reihe pullt, so wie hier, dann passt Piercing Arrow. Man sieht sogar, man hittet Monster, die noch extrem weit wegstehen, also ihre Zauberreichweite von dem Skill ist geistesgestört. Allerdings, wie gesagt, ist halt das Problem, ja, wenn Monster rund um einen herumstehen, dann ist Ice Arrow besser, weil dann hittet man auch wirklich jedes Monster. Bei Piercing Arrow kann es halt passieren, dass man nicht jedes Monster hittet. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also wie gesagt, Flame Arrow und Arrow Rain sind eure wichtigsten Skills. Und zudem packt ihr dann höchstwahrscheinlich noch Ice Arrow oder Piercing Arrow, je nachdem wie ihr es machen wollt. Und in Fällen, wo jetzt, sage ich mal, zu viel Damage bekommt, haben wir auch schon besprochen, ist dann halt Boom Boom oder auf Englisch Boom Burst noch am Start, wo ihr halt alle Monster mal hochknocken könnt. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Situation, Ringmaster hat einen Disconnect. Dann mache ich hier Boom Burst und kann entweder weglaufen, weiter weglaufen oder Ringmaster hat irgendwie was verkackt oder so oder hängt irgendwo fest oder ist nicht da, was auch immer. Irgendwas stimmt mit dem Ringmaster nicht in der Regel. Wäre jetzt so ein klassisches Szenario. Was es sonst noch geben könnte, wäre Buffs laufen aus oder so, man hat die Buffs vergessen oder irgendwas fehlt, Power-Ups fehlen oder sonst was. Dann kann man damit nochmal kurz die AOE unterbrechen und nochmal eine Distanz zu den Monstern aufbauen. Die liegen dann, die brauchen ewig, bis sie hochkommen, sieht man ja. Ist eigentlich schon ziemlich nice. Aber jetzt rein Damage-technisch kann man es mal angucken. Na gut, Flame Arrow ist nicht der beste Skill zum Vergleichen, weil er viel Damage over Time macht. Aber hier, Ice Arrow macht 9000 Damage und Boom Burst. Na gut, machen wir es auf die Mobs, dann sieht man es besser. Wow, man hat es überhaupt nicht gesehen, weil ich Instant Auto Attack gemacht habe. GG. Auf jeden Fall macht Boom Burst fast keinen Damage. Und entsprechend würdet ihr ihn jetzt halt normalerweise in der normalen Situation nicht verwenden. Man sieht es ja am Deck-Scaling, man sieht es am Basisschaden. Der Skill ist nicht dafür gemacht, dass er Schaden macht. Das heißt, hier nochmal der Vergleich, 6000 Ice Arrow jetzt in dem Fall, 5000 Boom Burst. Okay, ist jetzt nicht so ultra viel weniger. Aber schlechter als Ice Arrow bedeutet im Endeffekt, dass es der mit Abstand schlechteste AOE-Skill, den ihr habt. Schlechter als Arrow Range, schlechter als Flame Arrow, schlechter als Ice Arrow, schlechter als Piercing Arrow. Also warum solltet ihr ihn benutzen zum Damage machen? Macht keinen Sinn. Vor allem, da ihr ja niedrige Cooldowns habt, das auf Ice Arrow und Flame Arrow, die ihr gut zwischeneinander abwechseln könnt. Und immer, wenn verfügbar, zusätzlich noch Arrow Rain. Und alles ist Tutti Frutti. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr wirklich viel zu beachten. Also wie gesagt, Perfect Block, die Buffs sind wir ja durchgegangen, was ihr braucht. Ja, Nature, wie gesagt, für mehr Angriffsreichweite haben wir eigentlich alles besprochen. Und ja, ansonsten kann ich eigentlich nur noch sagen, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Guide war irgendwo für euch erleuchtend, einleuchtend oder was auch immer. Und falls ihr noch Fragen habt, falls ihr irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, damit wir da noch weiter drüber reden können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao. Du hast keine Zeit oder Lust zum Einkaufen, willst aber trotzdem leckere, abwechslungsreiche und gesunde Gerichte zu dir nehmen? Dann probier jetzt HelloFresh aus. Wir haben gerade eine riesige Rabattaktion laufen. Das Ganze funktioniert extrem simpel. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung hellofresh.de/hellospielestyler. Damit sichert ihr euch den Rabatt und den Gratis-Snack pro Box. Und zwar ist das günstigste Angebot bereits bei 2 Personen mit 2 Gerichten pro Woche für nur 17,99 € mit kostenlosem Versand. Vielen Dank an HelloFresh für das Sponsoren des Videos und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr HelloFresh über meinen Link ausprobiert.